still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halt ihn fest, für immer ab jetzt. Ich bin Caroline Bayer, ich bin 26 Jahre alt und seit 7 Monaten Mama von Mats. Mein Name ist Manuel Bayer, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Fulda. Ich bin Hebamme und es war natürlich spannend, als Hebamme selber schwanger zu sein. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, in Neuseeland, waren da für 1,5 Jahre Work and Travel. Und die Schwangerschaft war nicht geplant. Lustigerweise haben wir uns ein Jahr vorher noch hingesetzt und geplant, was wir so die nächsten 2, 3 Jahre irgendwie, was so ansteht. Heiraten war irgendwie klar, Kinder waren schon auch klar, aber waren uns eigentlich einig, dass noch so 2 Jahre, wenn wir zurückkommen, erstmal umziehen und dann Leben beginnen, dass es noch ein bisschen warten kann. Haben uns immer wieder den Kopf gemacht, dass es eventuell passiert hätte sein können und haben dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich einen Schwangerschaftstest, dann wissen wir, dass wir wieder in Ruhe schlafen können, dass nichts ist, alles gut. Also haben wir wirklich nur gemacht, weil wir nachts manchmal panisch aufgewacht sind im Sinne von Scheiße, vielleicht ist passiert. Schlag mit 100.000. Auf einer Baustelltoilette dann letzten Endes, weil wir mit dem Van unterwegs waren und bist ja dann auch immer angewiesen auf irgendwelche öffentlichen Toiletten und ich weiß noch genau, wie es aussah und dass dann erst ein Strich war und dann kam der zweite und ich habe erst mal geschüttelt, weil ich dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein. Bin zu Manu raus und habe ihn gefragt, heulend, ob er es auch sieht, dass hier ein Plus ist. Und dann sind wir erst mal in Van und mussten ganz schön lachen. Und dann habe ich nochmal einen Test gemacht und genau, dann war es eigentlich klar. Dann dieser kleine Schock, der es erstmal war, haben wir dann direkt gesagt, das ist eine super Überraschung, wir freuen uns und natürlich müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt unser Leben organisieren, weil wir waren im Ausland, wir waren arbeitslos und hatten keine Wohnung und haben dann eben ein kleines Kiwi-Souvenir mit nach Deutschland gebracht. Ja. Ich will, wenn ich kann, unbedingt die Hausgeburt haben. Nicht, weil ich Klinikgeburt schlimm finde, sondern weil ich einfach so für mich das mir überhaupt nicht anders vorstellen konnte. Dadurch, dass ich selber Hebamme bin, ist es halt irgendwie was ganz Natürliches, was irgendwie dazugehört, dieses Kind auf die Welt zu bringen. War natürlich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil man ja schon den Sicherheitsgedanken hat. Das, was so kam, war von außerhalb, also Frauen, die ich betreut habe. Und ich habe in der Zeit, als ich schwanger war, als wir wieder zurück waren, ja auch noch Kurse gegeben. Und da kam schon noch immer wieder so, oh, du bist ja mutig, aber als Hebamme muss man ja können. Oder man ist ja Fachfrau. Und das hat mich auch oft dann im Nachhinein richtig geärgert, weil oft kam, wo wir erzählt haben, ja, dass der Mats eine Hausgeburt war, oh krass, ja, aber du bist ja Hebamme. Ja. Gib deinem Kraft. Das war für mich so dieses immer runtergespielte oder immer kleingeredete. Also ich merke, dass es mich immer noch frustriert, weil das so ein Schwachsinn ist. Ich bin ja trotzdem in dem Moment nicht Hebamme, sondern ich bin Mama und habe das auch noch nie gemacht, ein Kind zu gebären. Ich habe noch nie Wehen gespürt, was das so mit einem macht. Dieser Geburtsschmerz, ich weiß, dass der sinnvoll ist. Der bringt mein Kind immer weiter nach unten. Der hört sofort auf, wenn mein Kind da ist. Ich fand es auch dann cool, dass ich dann nicht irgendwie nur in der Ecke sitze und zuschaue und so hilflos bin. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen lachen, weil diese Töne, die dann so kommen, ne, die sind ja dann auch, die hört man ja nicht alltäglich, die Geburtswehen. Was hast du gesagt? Ich bin ein Schiff im Hafen, oder? Im Nachhinein habe ich so aus Spaß gemeint, das hört sich an wie so ein Frachter, der gerade in den Hafen einfährt. Schieb nochmal. Und schieb nochmal. Komm. Und wir gucken es uns jetzt immer noch manchmal an, wenn wir Bock haben. Ja, Also zu jedem Geburtstag. ja, mindestens. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das schon geguckt habe. Fällt es mir überhaupt nicht schwer, anderen Leuten das zu zeigen. Und so Familie oder Freunde, also sie sind alle so berührt, dieses Video zu sehen und eben auch so
mal zu sehen, wie so ein Kind geboren wird, zum einen, weil es ja auch immer irgendwie spannend ist, wenn man das noch nie gesehen hat, aber dann auch das eigene Enkelkind die Geburt zu sehen oder vom Neffen, das hat alle haben sie geweint. Ne? Und das finde ich irgendwie auch schön oder auch zu zeigen, hey, so kann eben Geburt auch sein. Das muss nicht irgendwie Drama hoch 10 sein und in der Klinik und alles furchtbar, sondern Geburt kann einfach auch mega schön und gemütlich sein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Mats. Happy birthday to you. Also ich bin mega stolz, dass ich das so geschafft habe. Ob ich das so spontan in der Klinik geschafft hätte oder hier zu Hause, ist egal. Aber ich habe ein Kind geboren und für mich ist das genauso eine geile Leistung, wie es für andere Frauen einfach toll ist, dass sie das geschafft haben, egal wie. Nur weil man Hebamme hat, hat das nichts damit zu tun, dass man das jetzt können muss.